meine Lieben, heute werde ich versuchen, den Motor vom 190er das erste Mal nach 26 Jahren zu starten. Mal schauen, ob er überhaupt anspringt. Ich bin schon sehr gespannt. Viel Spaß! Als erstes möchte ich mich für das Feedback vom letzten Video bedanken. Das ging ja von schmeiß das Ding auf den Schrott bis hin zum guten Projekt. Da war echt alles mit dabei. Ob sich das Projekt lohnt oder nicht, das werden wir noch sehen. Ich werde zum Schluss auf jeden Fall eine Aufstellung machen, was das ganze Projekt gekostet hat. Am letzten Donnerstag war ja frei und ich wollte eigentlich nur schnell was aus der Halle hier abholen. Aber ich konnte nicht die Finger vom 190er lassen. Vor allem, weil ich mir eine neue Endoscope-Kamera gekauft habe und ich unbedingt sehen wollte, ob die Zylinderlaufbahnen verrostet sind oder nicht. Das ist die Endoscope-Kamera. Die wird über Wi-Fi mit dem Handy verbunden. Aber bei mir geht die Verbindung nach ein paar Sekunden sofort wieder weg. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was falsch mache oder die Kamera spinnt. Jedenfalls habe ich nach über einer Stunde probieren ein paar Screenshots hinbekommen und gesehen, dass nur am ersten Zylinder hier ganz wenig Rost zu erkennen ist und am vierten Zylinder hier. Aber das kann man vernachlässigen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Die anderen beiden Zylinder sahen top aus. Da war ich schon mal beruhigt. Dann hat mich noch was beschäftigt. Und zwar hat mir der Vorbesitzer erzählt, dass wohl die Benzinpumpe kaputt sei, weil man die nicht mehr hört, wenn man die Zündung einschaltet. Und er gibt mir eine neue Pumpe mit. Die hätte er wohl schon vor längerer Zeit besorgt. Ich habe eine Batterie eingebaut und auch ausprobiert. Und tatsächlich, Zündung an und es kam kein Mucks von der Benzinpumpe. Da ich ja den alten Sprit sowieso ablassen musste, weil der nach 26 Jahren bestimmt nicht mehr zündfähig ist, habe ich gleich eine neue Benzinpumpe und einen neuen Benzinfilter eingebaut. Ich dann wieder Zündung an, gelauscht, die Benzinpumpe hat immer noch keinen Mucks gemacht. Ich habe dann an der Benzinpumpe gemessen, ob überhaupt die 12 Volt ankommen. Da kam nichts an. Jetzt würde man als erstes die Sicherung überprüfen. Aber das kann man sich bei dem hier sparen. Der hat keine Sicherung für die Spritpumpe. Das Problem liegt meistens am Kraftstoffsteuergerät. Das sitzt hier hinter der Batterie. Da lösen sich manchmal die Leiterbahnen auf und dann funktioniert nichts mehr. Bei mir war schon so viel weg, sodass ich ein Draht anlöten musste, um die Verbindung wieder zu schließen. Das hält jetzt wieder 30 Jahre. So, Steuergerät wieder ganz und jetzt Zündung an. Da hört man's, die Benzinpumpe läuft. Problem gelöst. Als nächstes kommt der Ölfilter raus. Ich habe einen Auffangbehälter drunter geschoben und alles mit alten Lappen ausgelegt, damit mir nicht alles voll sifft. Den Luftfilterkasten habe ich auch ausgebaut, damit man besser rankommt. Nun kommt das alte Öl raus. Da man ja den Motor nicht warm laufen lassen kann, sollte man jede Öffnung aufmachen, damit so viel Öl rausläuft wie nur möglich. Also, Öleinführdeckel ab und den Ölmessstab raus. Die Ölablassschraube ist Schlüsselweite 13. Das lasse ich jetzt mindestens eine Stunde lang ausbluten. Jetzt sind schon 2 Stunden vergangen. Da sollte so ziemlich alles raus sein. Ölablassschraube wieder rein. Neuen Dichtring nicht vergessen. Die wird mit 25 Newtonmeter festgezogen. Der kriegt natürlich auch einen neuen Ölfilter. Und 5 Liter neues Öl.
ist drin. Ölstand stimmt. Die Zündkerzen mache ich noch nicht rein, weil ich erstmal Öldruck aufbauen will. Und das neue Öl soll sich erstmal überall verteilen. Der soll auch nicht anspringen. Und ohne Kerzen dreht er auch leichter. Das Schöne bei dem ist, der hat sogar eine Öldruckanzeige. Das ist diese hier. Jetzt werde ich den Motor durchdrehen lassen, bis der Öldruck aufgebaut ist. Dann muss auch die Nadel nach oben wandern. Na, das ging ja schnell. Öldruck ist voll da. Jetzt mache ich schnell die neuen Zündkerzen rein. Die werden mit 20 Newtonmeter festgezogen. Dann kommt noch der Luftfilterkasten drauf, neue Luftfilter rein, Deckel drauf und dann kommt der große Moment. So, jetzt ist es endlich soweit. Ich probiere den Motor jetzt zu starten. Drückt mir die Daumen. Insgesamt 15 Startversuche hat es gedauert, um den Motor aus dem 26-jährigen Dornröschenschlaf wieder aufzuwecken. Läuft jetzt noch nicht ganz so optimal, aber der muss sich noch ein bisschen einlaufen. Dann läuft er wieder super. Ich habe auch gesehen, dass die ganzen Gestänge verharzt und verdreckt sind. Die muss ich alle noch sauber machen und schmieren. Und noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Das kriegt man alles locker hin. Aber die Hauptsache ist, der Motor läuft. Und da klackert nichts. Perfekt. Tag ist doll erfüllt. Ich habe den mal eine halbe Stunde laufen lassen. Und jetzt klingt er schon so, wie er soll. Hört euch das mal an. Klingt wie Musik in meinen Ohren. Herrlich. Da kriege ich ja gleich Lust, mein Supra auch aus dem ewigen Schlaf zu holen. Der Motor ist auch schon seit 10 Jahren nicht mehr gelaufen. Na, mal schauen. Anderes Thema. Ich habe mit meinem Teilefritzen gesprochen und der hat mir dafür 891 € ein paar Teile besorgt. Alles ist mindestens Erstausrüsterqualität oder besser. Die Teile waren alle sehr günstig, da die meisten ohne Verpackung sind. Das sind wohl Rückläufer, die bestellt wurden, Verpackung aufgerissen, nicht gepasst haben und wieder zurückgeschickt wurden. Mir soll es egal sein, die Teile sind ja neu. Und ich spare einen Haufen Geld. Ich zeige die euch mal. Schaut euch das mal an. Für die paar Kröten hat er mir ein halbes Auto geliefert. Alle Verschleißteile und Gummiteile neu. Komplette Bremse, Überholungskit für den Bremssattel, Radlager, Stoßdämpfer, Querlenker, Feder, alle Spurstangen mit Lenkungsdämpfer. Hier hinten geht es weiter mit der kompletten Bremse mit neuem Bremssattel, Radlager, Handbremsseil, Stoßdämpfer, Feder. Alle Querlenker für die Raumlenkerachse, Manschetten für die Antriebswellen und die Hinterachslager.
Wenn ich das alles eingebaut habe, ist der 190er wieder wie neu. Aber da kommt schon wieder das nächste Problem. Da ich ja den Wagen wieder weiterverkaufen will, darf ich am Fahrwerk, Bremsen und Lenkungen nichts machen. Aber dafür habe ich auch schon eine Lösung. Ein paar Dörfer weiter ist ein kleiner Kfz-Meisterbetrieb. Und den Chef von da kennt mein Bekannter mit dem Autohandel sehr gut. Und dort wird alles eingebaut. Den größten Teil baue ich sowieso selber ein. Aber ich bekomme eine Rechnung, dass da alles eingebaut wurde. Und der Meister von dort prüft das alles auch nochmal durch. Da bin ich auf der sicheren Seite. Und der ganze Spaß kostet mich 200 Euro. Damit kann ich leben. Ich darf da leider nicht filmen, der Chef möchte das nicht. Darum gibt es nächsten Sonntag kein Video. Da bin ich dann in der anderen Werkstatt und baue alles ein. Ich weiß nicht, ob ich das alles an einem Wochenende schaffe. Wenn ich Pech habe, brauche ich 2 Wochenenden. Dann kommt 2 Wochen kein Video. Aber ihr wisst ja jetzt Bescheid. So, machen wir erstmal Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mich immer noch nicht abonniert habt, auf den Abo-Button draufklicken. Also, bis zum nächsten Mal. Eure Gina.